Käfer eigentlich noch ordentlich einen hoch? Oder sieht es eher aus wie bei Ihnen hier? Das ist ein trauriges Bild, sehr tragisch, aber das Schöne ist ja, wie im richtigen Leben kann man da was machen. Und das erkläre ich euch heute mal. Und zwar müssen wir uns dazu mal angucken, wie so ein Winker aufgebaut ist, damit das jeder auch versteht. Das hier ist ein niegelnagelneuer NOS-Winker, der ist noch nicht vermockt und da könnt ihr genau sehen, wie das funktioniert. Wir haben hier eine Elektrospule, Masse ist natürlich Karosse des Autos, hier kommt die Zuleitung vom Winkerschalter dran. Dieser Kontakt dient übrigens zur Ansteuerung der Winkerkontrollleuchte im Tacho. Wissen die wenigsten, haben auch die wenigsten so angeschlossen, gehört aber eigentlich so. Und wenn hier Strom drauf kommt, dann zieht diese Magnetspule diesen kleinen Kolben hier hinein. Sieht so ein bisschen anrüchig aus, ne? Aber das ist halt so in unserem Hobby. Was will man machen? Ne? Und dann, boing, kommt dieses Ding hier so nach oben. Da drin sitzt eine kleine Lampe drin, eine Soffite, sagt man. So sieht die aus. Die sitzt hier drin. Die leuchtet. Früher hat sie nur geleuchtet und nicht geblinkt. Und so fährt er dann wieder ein. So sollte es sein. So ist es aber natürlich heute nicht, wenn das Auto 50 Jahre ohne Winker gefahren ist. Zwischendurch musste man ja irgendwann mal eine Blinkanlage nachrüsten zwischen 1961 und 1963. Das war so die Karenzzeit vom Gesetzgeber. Da musste das Auto umgerüstet werden. Die meisten Winker wurden dann einfach stillgelegt, gammelten dann schön in ihrem Winkerschacht rum. Viele wurden auch ausgebaut, weggeworfen. Das macht sie heute ein bisschen selten und teuer. Jedenfalls sehen die dann heute alle nicht mehr so knackig aus. Wenn man die aus einem Schlachtauto rausholt, das hier ist noch ein guter, ja, dann sind die alle so ein bisschen mitgenommen. Und was kann man jetzt machen, um so einen Winker wieder richtig auf Touren zu bringen? Wir nehmen uns diesen Winker, was man natürlich nicht machen sollte, wie im richtigen Leben, ne? Einfach WD-40 draufkippen. Ne? Jungs, das wisst ihr ja, es funktioniert das Teil nicht besser dann, wenn man es ordentlich mit Gleitcreme einschmiert. Bringt nichts, genauso wenig bringt hier WD-40 was. Das ist sogar kontraproduktiv. Ist eigentlich ein gutes Produkt, aber für einen Winker ungeeignet. So, wie macht man es richtig? Man nimmt hier diese Winker-Arretierungssperre und die ist mit so einer kleinen Feder gesichert. Und damit die sich nicht verabschiedet, geht man hier mit so einem Drähtchen durch. Das sehe ich selbst mit der Brille nicht mehr richtig. Alt werden ist nichts für Feiglinge, sagte Joachim Fuchsberger und hatte recht. Ne? So, jetzt ist das hier frei. Jetzt nehmen wir uns einen anderen Winkel, damit wir da weitermachen können. Den hier will ich nicht dafür nehmen, aus Gründen. So, der hier ist auch schön vermockt. Da ist die Feder schon weg. Dann nimmt man sich hier so eine Kolbenspreizzange, macht das hier auf und dann kann man diesen Kolben schon rausholen. Guckt euch das mal an. Der ist total versaut. Ne? Schön verrostet, eingeschmiert, so richtig klebrig. Den kann man dann mit einem Dremel, einen Stecker, schön sauber machen. In der Regel geht das schnell. So, ich will das jetzt etwas abkürzen. Bei Insta haben wir ja nicht so viel Zeit. So sieht er dann aus, wenn wir fertig sind. Dann wird das Ganze wieder zusammengebaut und dann macht man ein bisschen Ballistol drauf. Ballistol, wunderbares Produkt für Feinmechanik. Das neigt nämlich nicht zum Verharzen und ist für einen Winker ideal. Und wenn man dann damit fertig ist, dann baut man das Ganze wieder ein und dann funktioniert das auch wieder. Gucken wir uns gleich an. Aber das ist ja hier eine Werbesendung. Ne? Man braucht ja, um so einen richtig vermockten Winker instand zu setzen, oft dann auch ein paar Teile. Ist ja mit dem Schmieren und Schleifen des Kolbens nicht getan. Und da haben wir wirklich hier bei Fewip ordentlich in die Trickkiste gegriffen, haben lauter Produkte gemacht, die natürlich sonst kein Schwein macht, weil damit kein Geld zu verdienen ist. Und ich stelle euch jetzt nur so ein paar vor. Alle Produkte sind aufgeführt in dem Begleittext zum Reel. Könnt ihr dann nachlesen. Mit den Teilnummern haben auch die Fewip-Partner dann alle lieferbar. Aber guckt mal hier, da bin ich sehr stolz drauf. Das ist diese fette zentrale Schraube hier unten, womit der Winker in der Karosse festgemacht wird. Die sieht nämlich, also hier, die sieht noch echt gut aus, aber wenn man dann versucht, mal so einen 60, 70 Jahre alten, festsitzenden Winker loszumachen, dann versaut man oft die Schraube. Manchmal bricht sie auch ab. Jedenfalls diese Schraube, die hatte kein Mensch im Programm. Die haben wir dann gemacht, die haben wir extra drehen lassen. Guckt euch das mal an. Das ist richtig schön geworden. Echt
super original mit so einem halbrunden Kopf. Und hinten an der Schraube, da sitzt so eine kleine Unverlierbarkeitsscheibe dran. Seht ihr das hier? Die verhindert, dass diese Schraube, wenn man sie losgedreht hat, nach unten klong in die B-Säule reinfällt und dann ist sie weg. Hat sich VW echt was bei gedacht. So, hier, die haben wir auch gemacht. Das war auch ziemlich aufwendig. Ja. Guckt euch das mal an. Ja. Da bin ich schon stolz wie Bolle drauf, dass wir das so hingekriegt haben. Und ganz viele andere Produkte auch. Natürlich diese Winkersofitte haben wir im Programm. Wir haben diese kleine Arretierungsfeder im Programm. Wir haben sogar hier die Isolierung für die Spule gemacht, in schwarz und auch in rot. Rot habe ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt drehe ich aber nicht neu. Egal. So. Haben wir alles im Programm, könnt ihr alles bestellen. Und wenn wir damit dann fertig sind und das Ganze wieder eingebaut haben, dann klappt es auch mit der Nachbarin. Und so sieht das dann aus, wenn ein Winker ordentlich funktioniert. Jungs, merkt euch das. Es ist keine Frage des Alters. Komm mal rum. Hier. Und jetzt, Beavis und Butthead würden sagen, boing. So muss das gehen. Haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch ein potentes Wochenende. Bis demnächst.